Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Jens. Auf meinem Kanal gibt es jede Menge Technikvideos, unter anderem in den Bereichen der Videografie und Fotografie. In meinem heutigen Video zeige ich dir, wie einfach das Einbinden von Greenscreen-Effekten mit dem neuen DaVinci Resolve 17 ist. Bis gleich. Als allererstes gehen wir hier unten auf die Edit Page. Hier oben sehen wir nun unsere vorausgewählten Clips, die wir zuvor an dem Media Tab ausgewählt haben. Davon ziehen wir uns das Hintergrundbild auf die erste Spur und unseren Greenscreen-Effekt auf die zweite Spur. Passen das Hintergrundbild praktisch noch an den Effekt hier an. Jetzt möchten wir diese junge Frau in diesem Park hier unten erscheinen lassen. Dafür gehen wir als allererstes hier oben in die Effekt Library, wählen die an. Daraufhin erscheinen hier unten die gesamten Effekte in einer Datenbank. Wir sehen hier den Reiter Resolve FX Key. Direkt darunter sehen wir den 3D Keyer Effekt. Diese ziehen wir dann per Drag and Drop auf unseren Greenscreen Effekt. Hier unten links am Vorschaufenster müssen wir OpenFX Overlay auswählen, damit wir diesen Effekt sichtbar machen können. Mit dem Pick-Tool oben rechts ziehen wir einen Strich im grünen Bereich, um diesen verschwinden zu lassen. Nun haben wir das Gröbste geschafft und haben beide Ebenen schon mal miteinander vereint. Hier in den Eckbereichen sieht man noch so leicht grüne Überreste. Dort nehmen wir das Pick-Tool, ziehen einen Strich jeweils in die Ecken und schon sind diese grünen Überreste auch verschwunden. Jetzt kommen wir zum Feintuning. Wir sehen hier überall in den Konturen noch ganz feine grüne Überreste und es kommt eine sehr, sehr geniale Funktion zum Einsatz, und zwar hier die Despill-Funktion, und zack, alles ist sauber verarbeitet. Das ist unglaublich, sogar an den Haaren ist alles grün rausgefiltert. Und wir hätten jetzt schon mal das Gröbste geschafft. Um solche Sachen viel präziser zu bearbeiten, benutzt man normalerweise den Fusion Tab oder den Color Tab, den man unten sehen kann. Seit DaVinci Resolve 17 Open Beta ist diese Funktion im Edit-Bereich integriert, was das Ganze effektiver und schneller macht, meiner Meinung nach. Im Bereich der Haare sieht man zum Beispiel, dass die Software gute Arbeit gemacht hat. Sollte man trotzdem noch Fragmente drin haben, kann man das mit dem In- und Out-Ratio Fader rausfiltern können. Damit das Bild nicht zu plastisch wirkt, kann man zum Beispiel das Hintergrundbild mit einem Blur-Effekt belegen, zum Beispiel mit dem Box-Blur-Effekt. Das sieht man dann praktisch auch mit Drag and Drop auf das Hintergrundbild drauf. Man sieht schon, der Blur-Effekt ist viel zu stark, und das kann man aber über den Inspektor, über die verschiedenen Reiter halt korrigieren. Es wirkt schon ein bisschen besser, aber ich habe schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich die Hintergrundbilder nochmal mit einer anderen Software bearbeitet, damit ich verschiedene Fokusebenen habe, um das Bild etwas dynamischer zu gestalten. Hier sieht man nun, der Baum ist etwas schärfer, der Vordergrund, dagegen der Hintergrund halt ziemlich blurry. Und beim dritten Bild habe ich halt so ein gesundes Mittelmaß, also meiner Meinung nach gefällt mir das ganz gut. Es ist halt nicht zu stark und nicht zu schwach. Also genau das Mittelding ist praktisch hier auf der letzten Bahn. Um das Ganze noch lebendiger zu machen, kann man natürlich auch noch mit Sound arbeiten. Dafür habe ich mir zum Beispiel hier eine Bahn von Epidemic Sound in den Hintergrund gelegt. Jetzt fehlt nur noch die passende Lache, aber auch das ist machbar. Mit ein bisschen Suchen, Ausprobieren, hin und her schneiden, klappt auch das. Wer sowas gerne mal selber ausprobieren möchte, der kann sich Greenscreen-Clips wie diesen bei WeDeasy.com kostenlos runterladen.
Und eine riesengroße Datenbank an kostenlosen Hintergrundbildern findet ihr auf der Seite von pexels.com. So, hier habe ich nochmal die Lautstärke angepasst, damit das zu den Hintergrundgeräuschen ein bisschen besser passt. Ja, das wirkte schon gar nicht so schlecht, also ist alles noch verbesserungswürdig, aber so für grob zusammengeschustert geht das schon. Hier zum Beispiel bei der ersten Bahn, wo das Bild mir viel zu scharf ist, habe ich eine Menschenmenge, die kann ich durch Reincroppen in das Bild halt verschwinden lassen, damit man halt diese statischen Objekte halt nicht hat. Hier, wenn man so einen Blur-Effekt mit drin hat, da sieht man die Menschenmenge halt nicht so. Man könnte auch die Person jetzt noch nach links oder rechts verschieben, um andere Objekte zu verdecken. Ich finde diese integrierte Greenscreen-Funktion im Edit-Bereich auf jeden Fall super hilfreich und super schnell anzuwenden, wie man hier sieht in dem kurzen Video. Und unterlegt mit ein bisschen Audio macht das Ganze auch lebendiger. Also mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und hier nochmal der Clip in voller Länge.